Arschloch. Heute Ikea. Herzlich willkommen zum neuen Film Ikea ist ein Arschloch. Ich habe vor einigen Jahren diese Schränke hier gekauft. Wunderbar, bestimmte Höhe, alles prima. 70 hoch, prima. Hier ungefähr 60 tief. So wie alle Arbeitsplatten normalerweise auch sind. Passt alles super, ist 5, 6 Jahre her. Jetzt habe ich die Küche komplett gemacht und mir diesen wunderbaren Spülenschrank gekauft. Und Ikea ist ein Arschloch. Es hat nicht nur das Maß oben geändert, sodass das jetzt 10 cm mehr sind und ich kriege in keinem Laden auf der Welt einen Niveauausgleich, um das mit den alten Schränken zu synchronisieren. Geht nicht, muss die selber bauen. Naja, gut, Ikea ist ein Arschloch, wie gesagt. Jetzt wollen wir das Ding zusammenbauen und sehen hier zu weit vorne. Warum das denn? Diese Wichser haben noch zusätzlich auch noch die Tiefe verändert. Wir haben jetzt nicht mehr 60, sondern 61,5. Warum, liebes Ikea? Vielleicht damit ich deine beschissenen Arbeitsplatten auch noch bei dir kaufe. Ich möchte aber erstens, dass du mit so einer Scheiße aufhörst, Ikea. Zweitens möchte ich von dir nicht mehr geduzt werden. Und drittens, zahl endlich mal Steuern. Fick dich, Ikea. Arschloch. So, liebes Arschloch Ikea, du hast ja wahrscheinlich gedacht, dass ich jetzt die ganze alte Scheiße rausschmeiße und was Neues kaufe, nur weil du, Steuerbetrüger, die Norm gewechselt hast. Von wegen, wollen wir doch mal gucken. Hä? Arschloch. Heute Ikea. Komm mit mir in die positive, komm mit mir in die positive. Letztendlich ist alles schön geworden. Nach endlosen Basteleien ist eine schöne Küche draus geworden. Ich bin froh. Aber eben nicht wegen Ikea, sondern trotz Ikea. Arschloch. Wenn diese Monopolisten meinen, sie könnten uns plötzlich neue Normen produzieren, müssten wir uns eigentlich fragen, wollen wir das? Wir machen Monopolisten, indem wir bei ihnen einkaufen.